deswegen ist auch mein Ziel einfach mit diesem YouTube-Channel eine Message an alle weiterzugeben, wo ich sage, Motorradsicherheit kann unterhaltsam sein. Die Linke zum Gruß, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Fahrlässig Motorrad. Endlich habe ich es geschafft, mein Ziel für dieses Jahr habe ich erreicht, 100 Abonnenten. Ich bin wirklich froh drüber, dass sich tatsächlich Leute für meinen Content interessieren. Und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal ein 100 Abonnenten-Special, wo ich auch ein bisschen was über mich erzähle. Wir sind heute auf meinem Platz, wo alles angefangen hat. Im Hintergrund seht ihr einmal so einen kleinen Kreisverkehr. Da habe ich tatsächlich 2018 das Motorradfahren angefangen mit meiner Honda CB 500, Baujahr 96, und habe da ordentlich die Fußraschen schleifen lassen. Ich habe für mich persönlich schon früh gemerkt, dass ich richtig Motorradfahren lernen möchte, dass ich auch so Motorrad fahren möchte, dass andere Leute auf mich zukommen und sagen, boah, wie lange fährst du denn eigentlich schon? Fährst ja richtig gut und lauter sowas. Deswegen habe ich tatsächlich ziemlich oft geübt, um auch mit meinem Motorrad klarzukommen, um zu schauen, wie so die Schräglage ist und. Und dabei habe ich einfach für mich persönlich festgestellt, dass mir das riesigen Spaß macht. Und genau aus dem Grund bin ich dann ziemlich schnell auch auf den Gedanken gekommen, irgendwie einen Motorradsport anzufangen, weil Landstraße zu fahren ist gut und recht, nur kann man auf der Landstraße nicht so viel üben, beziehungsweise eigentlich sollte man nicht so viel üben, sondern eher auf abgesperrten Plätzen. Unter anderem habe ich dann auf diesem Platz angefangen, mal Hütchen aufzustellen, um mal ein bisschen Slalom zu fahren, so die Fahrschulsachen anzufangen. Und dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, was machst du jetzt eigentlich? Fährst du irgendwie auf der Renne? Oder machst du was anderes? Und dann bin ich ziemlich früh auch auf den Motorradsport Moto Gymkhana gekommen, den ich ungefähr so 2019, wo ich die ersten Berührungspunkte hatte. Ich habe mir sehr viele Videos dazu angeguckt. Und war auch wirklich ziemlich fasziniert einfach davon und habe dann ungefähr 2020 dann das erste Mal angefangen, wirklich Gymkhana zu fahren, meinen eigenen Parcours aufzubauen, und seit 2021 betreibe ich das dann richtig, wo ich dann tatsächlich fast wöchentlich zum Trainieren gehe oder spätestens nach 2 Wochen mal auf den Platz wieder gehe, um einfach da zu trainieren. Wie ihr im Hintergrund seht, die Suzuki SV650 war natürlich nicht seit Anfang an dabei, sondern man muss auch dazu sagen, ich habe auch schon einige Unfälle hinter mir, die zum Glück nicht so schwer ausgegangen sind. Aktuell habe ich 3 Unfälle auf meinem Counter zu zählen, wobei ich bei allen richtig Glück hatte und zum Glück keinen anderen verletzt habe. Bei meinem ersten Unfall, das war eigentlich mit meinem Bruder in Kärnten in der Spitzkehre nach unten gerichtet, wo ich mal natürlich dem großen Bruder zeigen wollte, wie man so fahren kann. Ich habe dabei nicht bedacht, dass die Straße neu geteert war und entsprechend da ein bisschen der Grip nicht so vorhanden ist wie auf der normalen Straße, und bin dann gegen die Leitplanke, oder beziehungsweise mein Motorrad ist gegen die Leitplanke. Der zweite Unfall war tatsächlich Mindchanger. Da habe ich in einer Linkskurve, bin ich geradeaus aus der Kurve raus und in die Wiese. Dabei habe ich mir sogar auch das Kahnbein gebrochen von der rechten Hand, wo der Bruch Richtung Handgelenk ging. Das bedeutet, ich musste mir auch eine Schraube ansetzen lassen, war nicht so toll. Das Schöne daran oder das Lustige an diesem Unfall war, dass die gegenüberliegenden Wiesen mit Gülle bestreut waren und meine zum Glück nicht. Also von daher war wenigstens bei der Sache ein bisschen Glück dabei. Den dritten Unfall, den ich hatte, das war, und
ist hoffentlich mein letzter Unfall gewesen. Der war nicht ohne. Da bin ich auch mit meiner Honda unterwegs gewesen und war tatsächlich zu schnell. Bin in eine Rechtskurve reingefahren, also die war richtig schön über den Berg drüber. In einer Rechtskurve, in einer langgezogenen. Die hatte dann so eine leichte Senke drin, wo dann mein Fahrwerk einmal schön eingedämpft ist. Dabei ist mein Endtopf, mein rechter, aufgekommen und hat mich ausgehebelt. Das Resultat war ein Highsider mit, ich schätze so ungefähr um die 100 Sachen in die Wiese rein. Dabei habe ich tatsächlich auch mein Motorrad komplett zerstört gehabt. Deswegen steht auch jetzt diese Suzuki hinter mir, die habe ich seit 2020. Nun gut, dabei habe ich für mich festgestellt, ich will jetzt nicht gleich eine Tausender oder sowas, sondern ich will ein bisschen mehr Power. Super Idee übrigens, nachdem man einen Unfall gebaut hat. Habe dann gesehen, dass die SV650 ein ziemlich robustes Motorrad ist, ein ziemlich günstiges Motorrad und auch ein bisschen Dampf auf dem Kessel hat mit 650 Kubik. Ich glaube 78 PS so roundabout, und die habe ich mir dann zugelegt und fahre mit der bisher ziemlich erfolgreich. Nebenher in eins meiner Videos habe ich auch noch mein neues Motorrad vorgestellt, die BMW F650 GS. Schaut da gerne mal vorbei, falls es jemand interessiert, da stelle ich auch das Motorrad vor. Also 3 Unfälle hinter mir, 2 bzw. jetzt 3 Motorräder. Was gibt es noch so zu sagen? Für euch vielleicht auch interessant, was eigentlich meine Motivation beim Motorradfahren ist, weil ich es wichtig finde, auch diese Message, die ich rüberbringen möchte, euch nochmal klar zu machen. Ich bin mit meinem YouTube-Channel nicht darauf aus, irgendwelche Klicks zu bekommen und die Jugend damit irgendwie zu bespaßen, sondern mir geht es eher darum, dass ich das Thema Motorradsicherheit in jeglicher Art und Weise einfach ein bisschen unterhaltsam rüberbringe. Dabei spielt natürlich auch der Motorradsport MotoGymkhana für mich eine sehr wichtige Rolle, weil ich damit wirklich meine Fähigkeiten auf ein Level gebracht habe, wo ich sage, das kann sich wirklich sehen lassen. So, wie cool ist das für mein Ding? Er fährt wie eine besenkte Sau, ja, das stimmt. Aber eine gute Sau. Und was ich mit diesem YouTube-Channel vorhabe, ist einfach dieses Thema oder auch die wichtigen Sachen, die man beim Motorradfahren wissen sollte, also Kurvenlinie, Bremstechnik und, das den Leuten einfach zu übermitteln, vor allem den Motorradfahranfängern und Wiedereinsteigern. Bei den Motorradfahrern gibt es leider immer diese Unbelehrbaren, die meistens auch die 1000 Kubik Maschinen fahren und etwas flotter fahren. Die möchte ich damit auch gerne abholen in Form von diesem MotoGymkhana. Zum Schluss möchte ich euch dafür wirklich danken in Form von diesem Video, und mich würde es freuen, wenn ihr meine Videos einfach weiterteilt, auch an Jugendliche. Das liegt mir persönlich ganz am Herzen, weil ich denke, dass vor allem die Jugendlichen, die neu Motorrad fahren, gewisse Sachen richtig übernehmen sollten. Deswegen liegt es mir auch wirklich am Herzen. Schreibt mir gerne Kommentare, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr gerne haben oder wo ihr gerne mal etwas Expertise braucht oder beziehungsweise ein paar Tipps braucht. Und ihr könnt mir einfach dabei auch helfen, die richtigen Videos zu machen und den YouTube-Channel größer zu machen. Ich hoffe, euch hat das Ganze soweit gefallen. Ihr habt einen gewissen Einblick von mir bekommen, warum ich so tick, was meine Motivation vor allem für diesen YouTube-Channel ist. Ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. Mich würde es mega freuen, wenn ihr den YouTube-Channel einfach weiterteilt an Leute, die vielleicht noch nicht so sicher Motorrad fahren oder einfach an Kollegen, die Motorrad fahren, um auch die Bekanntheit von meinem YouTube-Channel zu vergrößern. In diesem Sinn, die Linke zum Gruß. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.